Wenn du beim Trompetespielen Blockaden lösen möchtest, wie zum Beispiel dieses typische enger Hals, zu viel Druck von Mundstück gegen die Lippe, beziehungsweise Klangqualität verbessern möchtest, ne? Durch zu viel Druck entsteht auch so ein quäkiger Ton, man drückt die ganzen Obertöne ab, es klingt einfach nicht schön, es klingt wie ein Reiseföhn. Und da kann man mit verschiedenen Hilfsmitteln dagegen antrainieren, damit man lockerer, freier, mit mehr Luft und vor allem mit weniger Druck spielt. Ihr seht schon, auf dem Mundstück habe ich hier diesen TED, beziehungsweise auch bekannt unter dem Namen Mack, befestigt. Aber wenn ihr gerade mal auf der rechten Seite schaut, da habe ich auch den Pumpet. Ideal für Reisen unterwegs, da muss man die Trompete nicht mitschleppen, sondern halt so ein kleines Kunststoffteil einer Trompete. Und natürlich allzeit bekannt unser Buzzer. Auch eine super Sache. Für mich immer gut beim Autofahren, ne, kann ein paar Töne machen, so vom Einspielen, wenn man zum Beispiel zum Auftritt fährt, dann hat man immer ein gutes Gefühl, macht sich schon warm und hat auch das Gefühl, okay, da kriege ich richtig gut Luft raus, dann auf die Trompete, das Instrument warm gespielt und schon klappt das ganz gut. Aber letztendlich geht es darum, dass man sich ja trainiert und zwar nicht jetzt auf Reisen, da halte ich mich natürlich fit mit solchen Gerätschaften, sondern wenn ich jetzt ganz bewusst bei mir im Überraum sitze, so wie hier jetzt, und möchte Punkte verbessern, wie zum Beispiel freierer Luftfluss. Dann nehme ich immer den TED bzw. Mack. Das ist genau das gleiche, nur mit unterschiedlichen Namen anderer Hersteller. Und jetzt haben wir natürlich dann immer das Problem, wie starte ich denn jetzt zum Beispiel? Habe ich das Gefühl, okay, ich bin ganz kalt und gehe mein Trompetentraining, dann natürlich immer gerne weich, locker in der Mittellage starten. Das heißt, ich nehme erstmal mein Mundstück und spiele mir zum Beispiel Töne wie und jetzt der Übertrag auf unser Trainingsgerät. Und da wird die Luft schon knapp. Der Widerstand von der Trompete fehlt einfach, da geht richtig viel Luft durch. Jawohl, das wäre so eine kleine Einstiegsübung, natürlich in der tiefen Lage auf dem Mundstück schwer zu kontrollieren. Deswegen dann auch immer der Übertrag, eventuell zum Beispiel eine Quinte höher, Startton hier eben. Das G1 und dementsprechend natürlich auch immer wunderbare Gehörbildungsübung. Man muss ganz gut nachvollziehen, was man denn hier für Frequenzen auf dem Mundstück spielt und wie klingt es dann im Nachspiel wieder auf der Trompete. Bin ich abgerutscht, habe ich zu viel gemacht, starte ich zu hoch. Deswegen immer wieder dann der Übertrag auf die Trompete. Man hat schon richtig das Gefühl, die Luft fließt wesentlich lockerer über die Lippe und ich habe auch das Gefühl, der Ansatz muss viel weniger arbeiten, ist insgesamt etwas entspannter und die Töne klingen trotzdem rund und weich. Und dann gehe ich letztendlich weiter. Es gibt immer die Tonverbindung C-D, die zum Beispiel so einen Bruch mit sich bringt, Ba-Kra, Ba-Kra. Auch hier kann man dann einsteigen. Zum Beispiel, ne? Übertrag wieder zurück. Die Frage stellt sich natürlich, wieso kann ich das nicht einfach mit dem Mundstück machen? Auch das geht natürlich. Das Gute hier beim TED, beim Mack, ist natürlich immer, man hat den gleichen Abstand von Mundstück zu Trompete, zur Handhaltung, also die ist identisch. Und ich kann natürlich automatisch auch meine Ventile betätigen und habe dann automatisch da, ja, 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 ja. Zum Beispiel diese leichte Technik gleich auf dem Ventil mittrainiert. Bei komplizierteren Sachen natürlich dann dementsprechend die Technik auch mittrainiert. Und stellt sich die Frage, wieso den Mack? Naja, beim Trompete üben im Keller habe ich genug Zeit. Ich habe meine Trompete da. Ich übe immer gerne anhand von meinem Material. Also hier die Trompeten und so weiter und so fort. Dann der gleiche Abstand und das bringt eben der TED bzw. Mack mit sich. Das Teil hier, der Pumpet, natürlich auch immer ganz nett. Man hat hier auch die Ventile. Aber insgesamt ist es ein anderes Handling, ein anderes Gefühl beim Halten des Pumpets als bei meiner eigentlichen Trompete. Auf Reisen ideal, man kann hier vorne auch ein bisschen den Widerstand einstellen.
So insgesamt ganz nett. Aber jetzt, wenn ich dann auf der Trompete spielen möchte, muss ich den Puppet zur Seite legen, die Trompete nehmen und den Übertrag hier machen. Ja, kann man machen. Ich finde es immer ein bisschen, es dauert zu lange und zu umständlich. Deswegen ist für mich der Mac einfach zu Hause in aller Ruhe beim Üben immer genau das Richtige. Das gleiche natürlich auch beim Buzzer. Kann man alles super machen. Übertrag aufs Instrument dann letztendlich wieder. Ja, also man lernt letztendlich seinen Ansatz zu kontrollieren, mit mehr Luftfluss zu spielen, lockerer zu spielen, genauer hinzuhören und man beobachtet auf diese Art und Weise einfach seinen Körper beim Training besser. Und darauf kommt es an, dass man eben wahrnimmt, was passiert denn im Körper, mit unserem Körper beim Trompetentraining und wo kann ich beim nächsten Übealltag dann wieder anknüpfen beim Training. Welche Punkte kann ich verbessern, welche bemerke ich, sind schon besser geworden, wie ist der Klang und so weiter und so fort. Und letztendlich dann, wenn ich in Urlaub fahre und so weiter, gibt es eben hier die unterschiedlichsten Trainingsgeräte, die uns dann letztendlich auch auf Reisen fit halten. Und sobald ich dann wieder im Keller bin, bei mir eben in dem Fall, beziehungsweise meinem Überraum, Orchesterprobenraum etc., dann habe ich immer den Mac, den TED eben dabei und dann kann ich da eben ganz schnell von dem Trainingsgerät zur Trompete switchen. Na, innerhalb von Sekunden ist es erledigt und bin dann sofort wieder in meinem Spielfluss drin. Das heißt, ich muss mir nicht lange Zeit die Tonhöhe merken. Die sagt dann meistens ab, ich nehme dann ein anderes Trainingsgerät, spiele da ein paar Töne und merke schon, naja, das war jetzt nicht wirklich die richtige Tonhöhe. Ne? Und somit habe ich wirklich einen geringen Zeitverlust innerhalb von, sagen wir mal, 1,5 Sekunden und schon kann ich wieder ins Spielen gehen. Habe natürlich den gespielten Ton besser im Ohr und kann dann dementsprechend auf mein Mundstück eben übertragen. Switch, zurück zur Trompete, wieder ins Spielen starten. Und so kannst du deine Literatur bzw. deine Etüden, deine Übungen anhand von unterschiedlichsten Trompetenschulen immer auf 2 unterschiedliche Arten und Weisen üben. Natürlich tonal mit unserer Trompete, so wie wir es eben gewohnt sind, und dann eben funktional nochmal mit dem TED bzw. Mac und du wirst sehen, du hast hier wunderbar einen Trainingseffekt, der uns erstmal nicht viel Kraft kostet, sehr, sehr viele Punkte trainiert und uns in unserem Trompetenspiel einen großen Schritt nach vorne bringt. Man übt automatisch mit besserem Gehör und somit wird man auch auf der Trompete insgesamt sauberer spielen. Und das ist ein Mehrwert, den einfach dieses kleine, aber feine Trainingsgerät mit sich bringt. Kennst du den Mac bzw. TED? Trainierst du damit? Dann schreib es in die Kommentare und halte uns auf den Laufenden, wie es bei dir funktioniert. Ansonsten gerne nach diesem Video ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.